Schlange stehen. Alltag in der DDR. Eine unübersehbare Folge des Mangels in der Planwirtschaft. Und heute? In der Marktwirtschaft war Mangel im Alltag undenkbar. Bis jetzt. Ich brauche ein Ersatzteil und da hat mir der Handwerksmeister gesagt, das kriegt er in 9 Monaten. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das kenne ich ja wirklich von früher. Ich glaube durchaus, dass wir auch viel lernen können von der DDR-Zeit. Mangel an neuen Autos, Mangel an Ersatzteilen. Während der Ausbildung zum Kfz-Meister in der DDR hat Uwe Krüger beides zu Genüge kennengelernt. Nach der Wende war das in seinem Autohaus in der Nähe von Erfurt kein Thema mehr. Doch jetzt hat es ihn sogar selbst erwischt mit seinem eigenen Auto. Ersatzteil nicht lieferbar. 4 Monate war das Auto lahmgelegt. Am Anfang wundert man sich, dann ärgert man sich, dann kriegt man einen dicken Hals und irgendwann gibt man sich dem hin und sagt, okay, ich kann es nicht ändern, ich muss warten. Lange Wartezeiten bei der Autoreparatur. Genau darüber berichtete schon das DDR-Fernsehen, so wie hier im November 1976. Eine Analyse sagt nun aus, dass nur 76% aller Kraftfahrzeugreparaturen in vertretbaren Wartezeiten ausgeführt werden. Wie wird das nun mit der Werkstatt? Haben Sie da schon Gedanken? Also wie ich weiß, wird da bestimmte Wartezeiten vorausgesetzt und die sind ziemlich lang. Eigentlich unvorstellbar in einer Marktwirtschaft. Viele Jahre klagte auch kein einziges Unternehmen in der Autobranche über Materialmangel. Jetzt 74% und immerhin 48% der Firmen im verarbeitenden Gewerbe insgesamt, also fast die Hälfte. Führende Wirtschaftsexperten wie Marcel Fratscher erleben erstmals selbst die Folgen von Mangel im Alltag. Einen Mangel zu haben, nicht zu wissen, wie man Produkte produziert oder wo man etwas Gewohntes herbekommt, das ist wirklich etwas Neues. Weil wir ja in den letzten Jahrzehnten Krisen eigentlich nicht kannten. Wir hatten mal die globale Finanzkrise 2008, 2009. Das war aber eher auf Banken konzentriert, da konnten sie aber trotzdem alles andere kaufen. In der Thüringer Autowerkstatt sind gerade bestimmte Filter verschiedenster Marken rar. Zu DDR-Zeiten wusste man sich in solchen Fällen zu helfen. Früher konnte ich ein Paket Fliesen oder 10 Sack Zement gegen ein Teil tauschen und habe es gehabt. Heute will keiner einen Sack Zement oder ein Paket Fliesen von mir haben. Die können sie sich überall im Baumarkt holen, weil das ist noch Ware, die es gibt. Aber die Teile gibt es nicht. Die neue und für Ex-DDR-Bürger erneute Erfahrung des Mangels macht etwas mit den Menschen, sagt Gregor Gysi. Denn es trifft ja alle. Weil ja auch der Reiche nicht rankommt, wenn es das nicht mehr gibt. Ja, das entsteht wieder so ein komisches Gleichberechtigungsdenken, dass man sagt, naja, der kriegt das Ersatzteil ja auch nicht, ich kriege das auch nicht und schon bist du irgendwie nicht mehr ganz so unzufrieden. Zufrieden vereint im Mangel? Das darf niemals das Ziel von Unternehmen im Kapitalismus sein. Also müssen die Firmen nach Jahrzehnten der Kostenoptimierung mühsam umdenken. Höhere Kosten von Lieferanten sind okay, wenn sich so die eigene Lieferfähigkeit verbessert. Sie dürfen nicht alles auf ein Pferd setzen. Sie müssen also mehrere Zulieferer haben, nicht mehr nur einen und vielleicht auch nicht nur in China, sondern in Brasilien, in den USA und auch in China. Vom Materialmangel zum Personalmangel. Max im Traditionshaus Rösle in Weinstadt bei Stuttgart. Chefin Beate Linsenmeier fehlen Mitarbeiter wie überall in der Branche. 50.000 Stellen sind unbesetzt. Die Folge hier: Hotel und Restaurant bleiben im Sommer zum ersten Mal 2 Wochen dicht. Zudem ist das Gasthaus nun an jedem Sonntagabend geschlossen. Wir waren Sonntagabend immer gut besucht und es ist jetzt, wir können es einfach nicht stemmen. Es ist keiner da, ich kann es alleine nicht machen. Es ist bitter, auch für die Gäste ist es bitter, aber ich kann es nicht ändern. Die Nachfrage durch die Gäste ist da, aber das Angebot beschränkt. Genau das kennen gelernte DDR-Bürger nur allzu gut. Von 7 Gaststätten bietet überhaupt nur eine Mittagessen an. Und die macht in der Hochsaison 4 Wochen Urlaub. Ja, ich habe mich so langsam daran gewöhnt. Also sich darüber aufzuregen dürfte wohl nicht allzu viel bringen. Um hier im Südwesten wieder alles wie gewohnt anbieten zu können, braucht der Familienbetrieb 3 Vollzeitkräfte. Die gibt es aber gar nicht zu branchenüblichen Gehältern. Das heißt, wenn weniger Arbeitskräfte da sind, müssen die Unternehmen stehen in einem stärkeren Wettbewerb um die Beschäftigten. Das wird dazu führen, dass die Löhne der Beschäftigten stärker steigen und damit auch die Preise der Produkte, denn die Unternehmen müssen ja irgendwo diese Kosten wieder reinbekommen.
Das ist jetzt erstmal gut für die Beschäftigten, die höhere Löhne bekommen. Es ist schlecht für die Konsumentinnen und Konsumenten, die den höheren Preis zahlen müssen. Personalmangel, Materialmangel. Gleich beides gehört zum Handwerkeralltag in Wiesbaden bei Baumstark Haustechnik mit 80 Beschäftigten. Ein halbes Dutzend Fachleute will Firmenchef Theo Baumstark gerne einstellen. Aber das deutsche Durchschnittsbrutto von 49.200 € lockt erfahrene Leute nicht so recht, ob mit oder ohne Meisterbrief. Ich würde jemanden einstellen, der bis zu 60.000 € im Jahr bekommt für Kundentätigkeiten. Aber den bekommen sie auch für dieses Geld schlecht. Wir haben eine 4-Tage-Woche. Auch das führt nicht dazu, dass jetzt ein großer Ansturm entsteht. Überall werden so die Wartezeiten länger und länger. Bis der Handwerker klingelt, haben die Kunden nach der Bestellung im vergangenen Jahr rund 11 Wochen warten müssen. Zum Vergleich, vor 10 Jahren waren es nur 7 Wochen. Noch dramatischer, wer sein Dach decken oder neu bauen will. 16 Wochen Wartezeit auf die Leute vom Bau. 4 Monate. Vor 10 Jahren waren es nur rund 9 Wochen. Immer längere Wartezeiten. Zugleich hat der Onlinehandel die Menschen noch ungeduldiger gemacht. Neue Zeiten. Und der Mangel ist gekommen, um zu bleiben. Doch trotz der ungewohnten Schwäche der Marktwirtschaft, trotz aller Fehler, für Systemdebatten gibt es keinen Anlass. In der Planwirtschaft wäre alles noch viel schlimmer, sind sich Wirtschaft und Politik einig. Die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft ist nach wie vor das richtige Modell. Wir müssen sie nur reformieren und zukunftsfähig machen. Wenn wir zum Mangel zurückkommen, wollte ich Ihnen nur sagen, dann können Sie mich immer anrufen. Ich kann Ihnen sagen, wie man Beziehungen knüpft und wie man einen Mangel zumindest partiell überwinden kann. Wer hätte das geahnt? Erfahrungen aus der DDR sind Jahrzehnte nach ihrem Untergang wieder gefragt, aus der Versenkung zurück. Anders gesagt: